Was ich jetzt da? Das wegmachen. Hello, everybody. This is Angel Ribo, and welcome to the XPNSion Network. Again, this is Angel Ribo, the CEO confidant from the US. And as you know, also known in Latin America as the president and co-founder of the Wisdom for Kids Foundation. I'm extremely thrilled to be here today again with Nicola Good and Christina von Dreien. Hi, welcome to XPNSion Network. Hello, Angel. Hello, Christina. How are you? Wie geht es dir? So here we are. I apologize. The first thing we have to do today, we had some technical issues, but here we are. And thank you, everybody, for being with us today. And let's start another conversation. So how was the last week for you, Nicola and Christina? Wie war die letzte Woche für dich? Was haben wir letzte Woche gemacht? Oh God, what did we do last week? So many things. We were, I don't know either. Look, this is a very difficult question because once you're very present in the present moment, it's so difficult to tell what have we done yesterday. I don't know, actually. But we're doing lots of things. Absolutely. And I have to say that I was blessed enough for being able to actually start reading one of your books, and I was impressed by several things. It's the fourth book. I don't know if you would like to maybe give a little bit of a brief introduction about what that book represents for Christina. Ganz kurz in Deutsch. Hat angefangen, dein viertes Buch zu lesen. Am Ende ist alles gut. Und möchte wissen, was dieses Buch für dich bedeutet. Also das vierte Buch, das haben wir gemacht, damit die Menschen halt Hoffnung haben, gerade in der jetzigen Zeit. We made that fourth book so to give people a hope, mainly in this special time now. Weil auf der physischen Ebene wird ja gerade vieles schlimmer. Because on the physical plane, it seems like many things are getting worse. Und wir brauchen aber die Menschen, die auch in dieser Zeit das Licht halten. But we need the people that, especially in this time, also holds the light. And not only the light, one of the things that has impressed me more about your book, Christina, is that it's the first book I've read so far in the last 18 months that really, really speaks about what is happening now. It's like, go ahead. Ja, also er ist sehr, sehr beeindruckt. Es ist das erste Buch, was er jetzt von dir gelesen hat, und er ist so beeindruckt, weil es das erste Buch ist, was er in den letzten 18 Monaten gelesen hat, was wirklich die Dinge benennt, die jetzt gerade geschehen, die wirklich darüber spricht. It's like when you were writing the book, you will know that it will be valid for many months ahead. Es kommt ihm so vor, als du das Buch geschrieben hast, oder ich sage das gleich noch, dass das eine Mitschrift ist von dem Seminar, dass du dann, als hättest du gewusst, dass das jetzt viele Monate lang seine Wahrheit behält. Also so wahr bleibt. Weißt du, was er meint? Ja. Mhm. By the way, this is from a seminar. It was Christina talking, and this book is made from that seminar. It's actually a word-to-word transcription, word-by-word transcription from the seminar. Yes, Christina was speaking. So one of the first things that stands out is, and I'm having chills every time I talk to you, but the certainty, Christina, the certainty that you talk about, this is going to end well. This is going to end well. It's like, okay, all right. How can you do that? How can you be so sure? Also, was ihn so berührt hat, und er bekommt immer Gänsehaut, wenn er mit dir spricht, das ist
die Sicherheit, diese Sicherheit, die darüber kommt, dass alles gut wird. Wie kannst du so sicher sein? Was gibt dir die Sicherheit? Weil wir dafür da sind. Because we're here for this. Obviously, you understand that for the people that might be in fear, it's difficult to understand it. Also du verstehst das so mit diesem einfachen Satz, aber für die Leute, die jetzt gerade Angst haben, ist es sehr schwierig, das zu verstehen. Also wenn man nur die aktuelle Situation ansieht, dann sieht es ja wirklich nicht so aus. Dann ist es eher das Gegenteil. If you look at the momentaneous situation, it really doesn't look very good. It actually looks as if it was the opposite. Aber man muss sich das so vorstellen, dass die Erde, die möchte ja schlussendlich, dass sie wieder eine Zivilisation auf ihr hat. But you have to imagine that the Earth itself, Mother Earth herself, wishes to have a civilization on her in the future Die in Harmonie lebt. that lives in harmony. Und darum, also die Erde, die erhöht ja auch ihre Schwingung. And Earth is raising her vibration. Und also das bedeutet, dass der Plan von der Erde, dass der in Richtung Liebe geht. And that means that there is a plan. Mother Earth's plan goes into the direction of love. Und gerade gibt es Strukturen auf der Erde, die nicht mit der Liebe verbunden sind und sich auch nicht mit ihr verbinden möchten. And at the moment there's these structures on Earth that are not connected to love and they don't want to connect with love at all. Und diese Strukturen, die probieren ihre Macht hier auf der Welt zu erhalten und auszubauen. And these structures try to keep their power here on Earth and even build it stronger. Und das geht halt nur, wenn die Menschheit da auch mitmacht. And this is only possible if humanity is cooperating. Und darum schauen sie, dass die Menschen möglichst viel in Angst sind. And that's why they try and keep humanity as much as possible in fear. Dann sind die Menschen manipulierbar und nehmen all die Maßnahmen und die Dinge an, die diese Strukturen den Menschen aufdrücken möchten. And this is the way they can manipulate people so much, and they're accepting all these things that are being done at the moment to them. Und weil die Erde Richtung Liebe geht und diese Strukturen das merken, drehen sie gerade ein bisschen durch und wollen sozusagen schneller sein. And because Earth is raising her vibration at the moment, and these structures are noticing what is happening, they're going a bit crazy at the moment. Weil sie schneller sein wollen. Because they want to be faster. Aber das wird nicht aufgehen, weil Liebe kann man nicht aufhalten, man kann es verzögern und komplizierter machen. But this is, it won't happen the way they want it, because you can delay love, but you can't stop love. Und solange wir hier auf der Erde Menschen haben, die das Licht halten, And as long as we have people here on Earth that hold the light, wird am Ende auch alles gut kommen. everything will be good in the end. Weil diese Menschen, die hier das Licht halten, die sind wie ein Anker für diese neue, schöne Zukunft.
Because those people that are holding the light here, they're like an anchor for the new, good and light future. Exactly. And there's 3 or 4 things that come to my mind when I was listening to you now. Number one, I agree with you totally that, there's desperation. They're trying to do things really fast. Also es gibt solche Dinge, die ihm in den Sinn gekommen sind, als er dir jetzt zugehört hat. Und das erste ist, dass er mit dir einig ist, dass sie wirklich verzweifelt sind, dass sie wirklich die Dinge schnell machen möchten jetzt. And that's a good sign. That's a good sign. Yes. That's a good sign. And also in your book, you speak a lot about those 2 things that you just said. One, we have to be as much together as we can and work together. Also, und du sprichst in dem Buch auch, du hast jetzt über Dinge gesprochen, die du auch in deinem Buch ansprichst, dass wir wirklich zusammenarbeiten müssen, dass wir zusammen sein müssen. And also the impact on the collective consciousness. You speak a lot about the collective consciousness. Und du sprichst in deinem Buch auch sehr, sehr viel über unseren Einfluss in das kollektive Feld. Sag noch mehr darüber für Menschen, die jetzt Angst haben, wie wichtig sie sind vielleicht, weißt du? I just asked Christina maybe to talk a bit about that for people that are in fear now, to tell them how important each of us is, in her words. Jeder Mensch, der hat ja mit seinen Gefühlen und den Gedanken und dem, was er hier verkörpert und was er spricht und was er tut, hat er ja einen Einfluss also auf die Menschen um ihn herum und auch auf das kollektive Feld. Each person has, with each thought and the words he's speaking and what he's doing, he has an impact on his next environment, all the people around him, but also on the collective field. Und mit diesem kollektiven Feld, also da ist die ganze, also das ist die ganze Menschheit. The collective field represents the whole humanity, the whole of humanity. Und somit hat auch jeder Mensch einen Einfluss auf alle anderen Menschen. And so each of us, each person has an influences every other person on earth. Und also jeder hat zwar einen Einfluss, aber je bewusster ein Mensch ist, je höher seine Schwingung, desto, aber ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt, das macht nichts. Desto stärker. Also desto stärker ist sein Einfluss. Und ein Mensch mit einer hohen Schwingung, der kann die Schwingung von mehreren Menschen ausgleichen, die noch nicht wach sind. Christina said, we've talked about this the last time, I think, that each of us has an influence on this collective field, but the higher the consciousness of a person is, the more people he can sort of influence and the more people he can raise in vibration or equalize more people that are not awake yet. Wir haben Hilfe von Lichtwesen und von positiven Außerirdischen. And we also have help from light beings and positive extraterrestrials. Aber die werden uns nicht retten. But they are not gonna save us. Weil diese Strukturen, die jetzt hier sind, wenn wir möchten, dass die Erde verlassen, dann geht es um unser Bewusstsein, das wir als Menschen hier haben. Because if we want these structures that are still here and trying to keep their power, if we want them to leave, it is all about our consciousness. We
we have here on Earth. Und das kollektive Bewusstsein, das entscheidet ja sehr viel und das entscheidet auch, wie die Zukunft wird. Also am Ende wird sicher alles gut, aber die Frage ist, wie lang das bis dahin geht und was noch alles passieren wird. And it is our collective consciousness that decides about how the future is going to be. And Christina says, in the end, it is going to be, everything is going to be good. But the question is, what does have to happen until we are there? And yes. Und da geht es um unser kollektives Bewusstsein, weil wenn wir kollektiv eine bestimmte, wie sage ich jetzt, Schwingungshöhe, also einen bestimmten Grad an Bewusstsein haben, kollektiv, dann löst das etwas aus, was dafür sorgt, dass diese Strukturen, die hier die Macht übernehmen möchten, dass die gehen müssen. So it's all about our collective consciousness. And if we reach a certain height or grade of consciousness, this will sort of trigger off something that will make them go. Und weil die das eben auch wissen, möchten sie das verhindern und halten möglichst viele Menschen in Angst. And because they know that too, they want to do something against it and keep as many as possible people keep them in fear as much as they can. There's, by the way, I think I don't mention enough how active the people in the chat are. We tend to look at the chat later, right after the interview, but the people are very active on the chat. I wish I could understand everything that they say. Unfortunately, I still don't understand it. I will soon. There's a few that are saying a few things in English. And ganz viele Leute sind ganz aktiv im Chat nebendran, aber er versteht nicht alles, weil vieles in Deutsch ist. Genau. So thank you everybody in the chat, because obviously we try to always be mindful of your time and of your comments. And something that, to the point that Christina was just making, and to a question of someone called Marcellus here in the chat, of how can we accelerate this increase of consciousness. And there's something, you can translate and then I'll ask the question. Also jemand im Chat namens Marcellus hat noch eine Frage gestellt, wie wir denn die Frequenzerhöhung, die Schwingungserhöhung beschleunigen können. And the question I was going to ask is, in your book, you say very well, we have to keep being as much as we can on a positive emotion state. Dann sagst du das so schön, dass wir so oft wie möglich und so viel wie möglich in einem positiven Zustand bleiben sollen, also in einem positiven die positiven Gefühle halten sollen. Ja, alles, was uns gut tut, wo wir uns besser fühlen, das erhöht automatisch unsere Schwingung. Yes, everything that is good for us and makes us feel good will automatically raise our frequency. Und weil wir uns dann besser fühlen, das ist dann die Art und Weise, wie wir das fühlen, dass unsere Schwingung höher ist. And then we feel better, and that's the way we also feel that our frequency has just raised. Und damit im kollektiven Feld die Schwingung, das Bewusstsein höher wird, das geht nur über die einzelnen Menschen. And to make the collective field, make the vibration or the frequency raise within the collective field, it's only via the individual, each of us, each individual. Ja, von den Menschen. Darum können
darum wird uns auch niemand retten, weil das ja an uns liegt und And this is why nobody is actually gonna, in that sense, is gonna save us, because it's all about us. Und es geht auch um den freien Willen. And it's about free will. Und je mehr im Kollektiv, je mehr Menschen dort etwas zustimmen oder bei etwas mitmachen, also das ist dann wie eine kollektive Entscheidung dafür. And if many people accept certain things, this is like a collective decision for something. Und dann können die lichten Wesen, die uns helfen, dann können die uns automatisch weniger helfen, weil im kollektiven Feld haben wir uns dann mehrheitlich dafür entschieden. And if that is the case, the light forces can automatically help us less because we have decided for something else. So they can't do anything in that case. Also ich denke, ein bisschen können sie schon was machen, weil es gibt ja dann trotzdem Leute, die das nicht möchten. Of course they can do something, because there are a certain amount of people that don't want these things and are not accepting the not so good things. Und darum müssen wir uns ja immer überlegen, für was wir uns entscheiden. Und wenn wir uns nicht entscheiden, dann ist das eben auch eine Entscheidung. And this is why it's so important to decide what we want, because if we do not decide, it's a decision as well. That's really important. Not making a decision is a decision itself. Again, thank you very much for all the comments in the chat. And so I'm going to share a story that just happened a few minutes before we had this interview. A friend of mine, very good friend of mine, she called me and she told me, I am desperate because I am the only one in the family that has not, for instance, received the injection, right? And everybody is pressing me. Everybody is forcing me. Ich kann noch erzählen, just go ahead and talk. Möchte gerade noch erzählen, dass vorher, gerade direkt bevor wir angefangen haben mit dem Interview, eine Freundin ihn angerufen hat, gesagt, ich bin so verzweifelt, ich bin die Einzige in der Familie, die noch nicht die Injektion bekommen hat und alle üben so viel Druck auf mich aus. So she gets a lot of pressure, and I'm sure that out there's a lot of people receiving a lot of pressure from other people. Und das geht bestimmt ganz vielen Leuten so. And also Christina says it very well in her book. We are not here to judge anybody. We don't judge anybody, even if they don't think the same way that we do. Und Christina sagt es so schön in ihrem Buch, wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu beurteilen oder verurteilen, auch wenn er eine ganz andere Meinung hat als wir. But we are here to just be the presence of love. Aber wir sind hier, um einfach die Präsenz der Liebe zu sein. And so it's very important what she said, because Christina explains it very well in the book when she says, every single small act of love has a positive impact in the collective consciousness. Christina sagt es so schön. Even if it's small. Even if it's small. Noch so kleine Akt der Liebe oder einer liebevollen Zuwendung macht, dass das Kollektiv höher schwingt. Ja, viele kleine Dinge, die werden dann zu was Großem. Yes, a lot of small things become something big. Und wir May I say something? Sorry. One time, einmal in einem Seminar hattest du ein Beispiel mit dem Ballon. Das finde ich so schön. Ach, stimmt, da war mal was. Wenn ganz viele immer, und dann der Ballon bläst sich immer mehr auf. Genau. Erzähl das doch mal. She had a beautiful example for that in one of her speeches. I was just reminding her of that. Also wenn wir etwas Liebevolles tun, dann geht das auch ins kollektive Feld. If you do something out of love, it goes to this kind of
field. Und man kann sich das vorstellen wie ein Ballon. And you can imagine as if it was a balloon. Und jedes Mal, wenn ein Mensch etwas Liebevolles macht, dann wird dieser Ballon größer. And each time that somebody does something loving, this balloon is inflating more. Und dann irgendwann ist dieser Ballon so groß, dass er überfüllt ist. And there will be one time that the balloon is so big and so inflated. Und wenn er dann überfüllt ist und dann kommt aber da noch mehr Liebevolles rein, dann platzt der Ballon und das ganze Liebevolle, was in dem Ballon war, das verteilt sich dann wie. And then there's other small things coming into that balloon and it's inflating more, and all of a sudden it's going boom, and it's going over humanity, or Also das ist dann, also im kollektiven... It's gonna pour over everything. Also im kollektiven Feld ist das dann so, dass das gibt dann wie so eine Überschwemmung. Yes, it's like a flooding, in the collective field. Und dann, also das ist wie wenn bei etwas die kritische Masse erreicht ist und dann geht das über auf Menschen, die vorher überhaupt keinen Zugang dazu And hatten. if something or this reaches the critical mass, it will sort of infect people that before that haven't been open to that. Und niemand von uns weiß ja, wie dieser Ballon gerade aussieht. And none of us knows exactly how this balloon, what the size of the balloon is right now. Und dann wissen wir auch nicht, ob er mit dem, was wir heute machen an Liebevollem, ob es genau das ist, was es braucht, damit er dann explodiert. And so we can't be sure whether if we do something right now, very lovingly, this might be just the one thing that it needs to make it explode. Und natürlich, weil halt so viel Angst im Kollektiv ist es natürlich so, dass es sehr viel Liebe braucht. And because there's so much fear in the collective field, it needs so much love now. Und Menschen sollten einfach nicht aufhören, daran zu glauben, dass am Ende alles gut kommt. And people just shouldn't stop to believe that in the end everything will be good. Nur weil etwas lange geht und kompliziert ist, bedeutet das nicht, dass das Ende schlimm ist. Because just because something takes a lot of time and might seem to be complicated, it doesn't mean that it is bad in the end. It has a bad outcome. Und die Menschen, die gerade unter starkem Druck sind, and those people that are under a lot of pressure right now, ob das jetzt in der Familie ist oder bei der Arbeitsstelle, whether it's in the family or at work, für die ist es natürlich schwieriger, dass sie auch diese Zuversicht und diese Hoffnung behalten können, weil sie ja jeden Tag sehen, es wird schlimmer und sie auch diesen Druck aushalten müssen. And for them, of course, it's much more difficult to keep their trust and their confidence in those circumstances, because they're exposed to that pressure all the time. Und trotzdem sollte man einfach sich immer wieder an das erinnern. But nevertheless, you should always and always remember dass am Ende alles gut kommt. That the outcome will be good. Weil auch wenn man es vielleicht in dem Moment sich nicht vorstellen kann oder das auch nicht fühlen kann, aber wir sehen ja nur einen
Ausschnitt. Even if you can't imagine that at the moment, or you can't feel it either, but we keep seeing only a very small part. It's like a small piece of the puzzle. Wir sehen nur das, was wir gerade erleben. We're capable to see that which we experience at the moment. Und weil wir dann nicht wissen, wie lange das noch geht, because we don't know how long this is going to take still, können wir dann vielleicht die Hoffnung verlieren. It might happen that we lose the hope. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns mit Menschen vernetzen, die auch so denken wie wir. And this is why it's so important to network with people that are thinking the same way or feeling the same way or have a similar vibration. Weil dann merken wir, dass es, obwohl es gerade ganz viel Druck gibt auf der Erde, dass es auch viele Menschen gibt, die in eine ähnliche Richtung denken wie wir. Und also das ist wie so eine Parallelgesellschaft. Because then we can feel that there's many, many more of us and you're not isolated. And this is sort of like a parallel society that is starting to exist. Und das kann uns auch Mut und Kraft geben. And that's going to give us courage and power. I would like to, with your permission, Nicola, and your permission, Christina, I would like to give the audience one question so they can think about it after what Christina just said. Gerne mit deiner Erlaubnis dem Publikum eine Frage stellen, so dass sie darüber nachdenken können, über das, was du gerade gesagt hast. Ja. If you had 100% certainty, 100% certainty that this is going to end very well. Also wenn ihr 100% sicher wärt, dass das wirklich gut rauskommen würde. What would you do different now? What would you do different today? Was würdet ihr jetzt oder heute anders machen? You know, because I think that this would make us get together more and do things differently. Glaubt, dass diese Gewissheit, wenn wir die Gewissheit wirklich hätten, dass das bewirken würde, dass wir die Dinge anders tun würden und dass wir mehr zusammenwachsen würden. So we have spoken a lot about, this collective field, about how people not necessarily feel well these days, how to help them to feel better, right? And again, we have a lot of different comments on the chat. It's really hot, the chat today. Wahnsinnig viel los im Chat. Yeah. So my next question was going to be, if you could, just change one thing right now in the world, would you change something or would you leave it as it is? Seine Frage ist, wenn es ein Ding gäbe, wenn du die Wahl hättest, etwas zu ändern in der Welt jetzt, etwas umzuändern, würdest du jetzt etwas ändern oder würdest du die Dinge genauso lassen, wie sie sind? Also das ist eine komplizierte Frage. And this is a very complicated question. Weil ich habe ja bei weitem nicht einen Durchblick über alles. Because I'm far from seeing everything, all the things that are happening. Und wenn man eine Perspektive auf etwas hat, die beschränkt ist, dann And if you have a limited perspective on something, dann kannst du zwar was ändern, aber es kann dann auch das Falsche sein, weil du hast nur eine beschränkte Perspektive. you're well able to change something, but it might be the wrong thing because your perspective is limited. Und du kannst die Menschen ja auch nicht zu was zwingen. And you can't force people into something.
das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir unsere Ideen, unsere Ansichten mit anderen Menschen teilen und ihnen so vielleicht und dass sie so vielleicht neue Gedanken und Ideen bekommen. The only thing we can really do is to share our ideas and our visions with other people, so they might develop different visions for themselves as well. Und ich denke, dass eines von den wichtigen Dingen ist, dass die Menschen verstehen, dass wir zum einen Hilfe haben und je mehr wir im Kollektiv auch diese Hilfe erlauben, desto stärker kann die auch sein. And I think there's one thing that people should understand is that we do have help, and it's so important that we as a collective allow this help to be activated. Aber es wird uns nie irgendjemand retten. But never anybody is gonna save us in that sense. Weil es geht hier ja um uns und And it's all about us. Und bei der Menschheit liegt ja die Kraft. And the real power is with humanity. Diese Strukturen, die diesen Planeten gerade vollständig übernehmen wollen. These structures that at the moment are trying to take the planet over. Die wissen, dass die Kraft bei der Menschheit liegt. They know that the power is with humanity. Darum wollen sie, dass die Menschen zustimmen und aus Angst mitmachen. And that's why they want everybody to accept and sort of to do everything out of fear. Aber wenn die Menschen sagen, sie wollen das nicht, But if people say they don't want it und sie machen nicht mit, and they're just not going along with it, dann geht kein einziger Plan von denen auf. not a single plan of theirs will be realized. Aber wir müssen die Kraft, die wir als Menschen haben, zu uns zurücknehmen. But we have to take back the power that we have as humans. Excellent. Well, we started a little bit late, but also we are extending a little bit the conversation. I think that I'm in chills all the shows I have all the show today. I'm in chills. So I think regardless of what happened in the beginning and the technical difficulties, I think that today we have had an extraordinary conversation, and I thank first of all, I thank everybody who is watching us today. Thank you so much for your comments. I think that a lot of your questions here in the chat have been already answered by Christina today with everything that she has said. Obviously, thank you for being with us. And Nicola, as I always say, thank you for your incredible and super difficult job of translating, which is not easy. So thank you so much. An absolute pleasure and an honor for me to do that. Thank you so much. And obviously, Christina, thank you so much. Danke schön for being with us again today. Vielen Danke. Thank you, Angel, for having us again. And absolutely. Thank you, everybody. And it's always great because we can feel it also with the webinars we're doing. It's sort of a family growing together. The audience is each time we meet each other, the energy is getting more dense, and it's feeling a bit like family, isn't it? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, it's true. So I agree totally. So thank you again. It's been a little bit longer today, but we think it was worth it. And again, next week, another live stream for love, the Fridays for Love that we have here with Christina and with Nicola. Thank you so much for being with us today. Again, I'm sure that you have enjoyed this amazing conversation with Christina and with Nicola as much as we have, and we hope to see you again next Friday.
the same time. It's 11 Central Time in the US, and it's 6 p.m. right in Central Europe, right? Exactly. 18 Uhr, genau. Okay, genau. Thank you. Richtig. Thank you so much, and again, have a wonderful rest of the Friday, and have a wonderful weekend, and see you soon. Bye bye. See you, Angel.